Tintin, was machst du denn hier? Ja, nee, ist ja klar, Schatz, hier. Hier stehen die Panzer rum und ich... Jerry! Cupcake Drill! Leute, die Jungs sind knüppelhart. Hier gibt es keine Chance für keinen einzigen Cupcake. Deswegen würde ich sagen, wie immer, nicht lang quatschen. Der Drill geht los in 3, 2, jetzt! So, lass ich die vielleicht runternehmen? Oder meine eigenen Leute hier mit haben? Erster Durchlauf. Magazinwechsel. Wo gerade, wo links. 4 auf die Kirsche. Und 4 Backup. Wo links? Wo hinter dir? 4 auf die Kirsche. Und 4 Bäcker. Jawohl. Auf die Kirsche. Fertig. Und nun. Einer stehen. So stark. Stark. So stark. Backup auf Stahl. Yes, Leute! Wir haben eine neue Bestzeit von 28. 28 hier. Komm, wir schauen uns mal die Kirsche zusammen an. Was wird abgezogen? Wir haben hier einen in der Kirsche, einen und der andere, ja, der andere ist der andere. Yes, Leute, neue Bestzeit hier. Und er hat's geschossen hier. We have a winner sozusagen. Boah, war das ein Ding. Leute, wir sind heute in Weckring zu Gast beim Team. Naja, das werdet ihr gleich hören. Warum seid ihr das bekannteste Team hier im Umkreis? Wir haben gegen jedes Team einmal gespielt, gegen jedes Team einmal gewonnen und mit jedem einmal gelacht und geweint zusammen. Jawohl, das ist meine Ansage. Ich würde sagen, lass uns mal setzen. Oh, das war ja jetzt Zauberei. Wie kann sowas funktionieren? Und wo kommt plötzlich dieser Kaffee her? Oh. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ah, Leute, ich würde sagen, wir machen lieber mit dem Interview. Hier klappt ja gar nichts. Der Kaffee ist einfach verschwunden. Oh. Leute, und los geht er, der Peter. Wir sind heute zu Gast hier nicht in Deutschland, sondern auf einem Spielfeld in Frankreich. Und zwar, um genau zu sein, in Weckring. Ihr habt es ja schon gesehen, hier sind richtig coole Tools am Start. Und zwar 2 Panzer. Das wird mein nächstes Weihnachtsgeschenk. Die muss ich mir auf jeden Fall zusammenbasteln oder zulegen. Aber wie gesagt, wir sind heute hier wegen einem Airsoft-Team. Das Airsoft-Team ist aus Deutschland. Um welches Team handelt es sich denn überhaupt? Ihr seid das Team Broken Core. Jawohl, das Team Broken Core, wie gesagt, aus Deutschland. Wo genau ihr ansässig seid, darauf werden wir noch eingehen. Wir wollen aber erstmal wissen, ja, wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen, Team Broken Core? Team Broken Core hat eigentlich eine längere Geschichte. Der Start ist eigentlich vor 14 Jahren. Wir haben uns als Teenager zusammengetan und haben dann gemeint, okay, wir wollen was auf die Beine stellen. Wir wollen ein Team sein, unbreakable, unstoppable. Wir wollen einfach besser als jeder andere sein. Und darum der Name Team Broken Core.
und dass ihr auch besser als viele anderen seid. Das habt ihr, glaube ich, auch schon bewiesen. Du hast gesagt, 14 Jahre seid ihr schon aktiv und habt schon das ein oder andere Team gelernt, wie man hier so richtig Airsoft spielt. Gehe ich mal davon aus. Richtig. Jawohl. Gut, dann gleich die nächste Frage, denn ich bin mir ganz sicher, einige werden das als Herausforderung annehmen und wollen jetzt unbedingt wissen, wo finden wir euch? Wo seid ihr zu Hause? Wo ist eigentlich euer Stammspielfeld? Uns findet ihr immer in Weckringen, jeden Samstag und Sonntag. Wir sind all around hier, seit 14 Jahren spielen wir hier und unser Weg ist noch lange nicht zu Ende hier. Ja, also Leute, nehmt die Herausforderung an. Wenn ihr mal gegen die Jungs hier antreten wollt, dann kommt nach Weckringen und dann kriegt ihr mal so richtig eine auf die Mütze und kassiert. Nein, ist ja immer ein Spaß, Airsoft. Wir wollen alle miteinander Spaß haben und ja, ist ganz klar, aber trotzdem ein bisschen Herausforderung, ein bisschen Wettkampfgeist ist da natürlich auch dabei. Wir wollen uns schon gegenseitig gegeneinander messen und schauen, wer ist denn überhaupt der Bessere, wer hat welche Fähigkeiten, wer hat besser seine Hausaufgaben gemacht und trainiert. Laber, ich laber schon wieder zu viel. Deswegen, ja, 14 Jahre gibt es euch mittlerweile. Das ist ja echt eine Hausnummer. Gleich die Frage mal zwischendurch, wie groß ist denn euer Team? Also wie viele Leute seid ihr denn überhaupt aktuell und wie habt ihr überhaupt so zusammengefunden? Also aktuell sind wir 30 Leute. Davon sind 8 Leute im Saarland. Der Rest verteilt sich dann in NRW und in der Pfalz jeweils. Wir haben uns eigentlich zusammengefunden, indem wir halt zusammengespielt haben. Durch unsere Spielestile haben wir halt dann zusammengefunden. Hat gesagt, wir sind kompatibel, wir spielen gut miteinander. Und dann dadurch haben wir andere Leute inspiriert und motiviert, bei uns sich anzuschließen. Ja, das hört sich doch super an. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was ist eigentlich eure Motivation? Warum habt ihr gesagt, pass auf, nicht Autos schrauben, sondern Airsoft spielen? Das ist unsere Freizeitbeschäftigung, dafür treffen wir uns regelmäßig und finden zusammen. Was ist die Motivation dahinter? Besser zu sein als andere. Und auch viele ehemalige Mitglieder oder auch Aktivmitglieder, die haben auch einen militärischen Background. Ja. Das sind teilweise deutsche Soldaten. Wir haben auch Leute bei uns dabei gehabt, die waren bei den Marines damals. Okay. Und mit abgerückt wieder. Also das war nur zeitweilig für 1 Jahr, 2 Jahre haben die mitgespielt bei uns, haben auch unser Patch getragen. Und dadurch haben wir auch einfach diese Gesten und diese Art übernommen von denen. Einige von euch, wie du sagst, mit militärischem Hintergrund, die das Handwerk sozusagen, was man hier auch anwenden kann, ja, von der Pike auf gelernt haben, eben in der Lehre waren und das quasi jetzt hier weiterführen. Natürlich bin ich mir auch sicher, dass eure Motivation ist, eben hier eine gute Zeit miteinander zu haben, einfach hier auf dem Spielfeld bei schönem Wetter zusammenzukommen. Ja, einfach die Gemeinschaft. Uns geht immer darum, auch miteinander zu spielen, nicht gegeneinander zu spielen, sondern wir wollen einfach ein faires, cooles Zusammenhalten haben hier auf der Community und ich hoffe immer darauf, neue Talente zu sehen und die anzuwerben. Und deswegen will ich mal mehr mit euch spielen. Okay, ja, das ist doch gut, ja. Welchen Style spielt ihr eigentlich? Also ich sehe schon, ihr seid ziemlich originalgetreu gekleidet, nachempfunden militärischen Einheiten. Genau. Ist das auch wirklich so? Richtig. Die Klamotten, die wir tragen, sind alles Cry Precision teilweise oder UFPRO. Also wir bestehen darauf, dass es Originalmarken sind. Ja. Auch unsere Kommunikation, das sind Peltor. Also original auch? Richtig. Wir haben auch Obscore bei uns Leute dabei, die besitzen. Ja, also wir wollen eigentlich hauptsächlich so authentisch wie möglich rüberkommen wie den Seals. Alles klar, also dann ist euer Style auch, kann man sagen, Milsim? Genau, Milsim Reenactment Seals. Das heißt, wenn wir schon mal darüber reden, du bist jetzt auf deine Ausrüstung eingegangen, können wir doch gleich zu euren Waffen, ja, welche Waffen spielt ihr? Das sind dann auch höchstwahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, GBB oder kann ich hier auch mit Waffen kommen, die dann quasi jetzt AEG, SAEG und dann nicht so authentisch sind? SIG, also wir haben halt SIG, weil das kannst du roundabout jeder Jahreszeit spielen. Ja. GB hat halt den Nachteil mit einem großen Cooldown, brauchst halt mehrere Magazine. Das stimmt, ja. Richtig, und deswegen bestehen wir eigentlich meistens eher so aus SIG oder HPA. HPA momentan macht es jetzt wirklich für das Milsim, aber die Leistung ist halt sehr gut. Ja, also das heißt, hier macht ihr eine Ausnahme. Ich meine, wenn es jetzt auch um Zerlegen, Zusammensetzen geht, da bin ich zum Beispiel großer Fan von GBB-Waffen, weil die nicht nur so funktionieren wie echte, sondern du kannst die eben auch zerlegen, zusammensetzen und jedes Teil ist einfach dem Original nachempfunden. Deswegen, wie gesagt, in meinem Schrank findest du hauptsächlich zu 90% GBB-Waffen und ein kleiner Teil SAG. Natürlich hier der Vorteil, wie du sagst, im Winter kriegen wir mit unseren gasbetriebenen Waffen Probleme und dann ist natürlich klar, dass wir auch auf SAGs zurückgreifen. Findet man euch eigentlich auch woanders, bei anderen Feldern? Auch in Wete zum Beispiel auf den Spielfeldern, dann auch in Bexbach natürlich. Auch bei Ottweiler findet man uns, bei den Saarfighters. Natürlich auch auf größere Operationen, wie Tschernobyl zum Beispiel oder die Dark Emergency. Ja. Hier findet man uns auch natürlich. Ja, also, wie gesagt, müsst nicht hierher kommen, sondern wenn ihr die Jungs kennenlernen wollt, schließt euch mit denen kurz und dann könnt ihr euch zum Beispiel Dark Emergency
auch mal gegenseitig hier kennenlernen. Gegenseitig kennenlernen, ja? Auf Events gehen ist das eine, die Vorbereitung ist das andere. Jetzt zuallererst, wie informiert ihr euch eigentlich? Also in Weckring sind wir roundabout quasi, wirklich jeden Samstag, Sonntag so gesehen. Für die Events oder Operationen tun wir uns natürlich immer vorher informieren und tun auch dann wochenlang davor trainieren und extra uns organisieren mit Sprinter, Munition, Essenversorgung, Schlafplätze, Fahrgemeinschaften bilden, dass es einfach günstiger wegkommt. Genau, weil das ist ja eine Menge Logistik, sage ich mal. Wer selber Airsoft spielt, ich bin mir sicher, es schauen auch einige Leute zu, die eben Interesse an diesem Sport haben, die da einsteigen möchten. Und das kannst du auch tun mit relativ wenig Aufwand erstmal, Ausrüstung leihen und so weiter. Aber wenn du dann mal einsteigst, dann wirst du schnell merken, dass da sehr viel Ausrüstung zusammenkommt, dass sich einiges ansammelt. Das heißt, da hast du dann schon mal eine Kiste, 2 vielleicht sogar mit Ausrüstung voll. Das brauchst du alles dann eben fürs Event. Wie du selber gesagt hast, hier Schlafplatz und so weiter, da kommt ja einiges zusammen. Schlafsäcke, vielleicht ein Feldbett, Isomatte, Zelt und so weiter und so fort. Dann natürlich noch Mampfen, ne? Ohne Mampf keinen Kampf. So, da hast du mal schnell ein Auto voll. Wie organisiert ihr quasi dann das ganze Equipment und so weiter dorthin zu bekommen? Habt ihr da eine Struktur im Team? Ich selber bin ja der Teamleiter vom Team selber, also vom Broken Core, und tue auch die Anweisungen geben jeweils. Ja. Das heißt, meine Jungs, die sollen halt die Sachen einkaufen, das organisieren von den Sprintern, auch Benzin. Wir haben auch eine Teamkasse allgemein, da tun wir auch die ganzen Sachen dann dadurch finanzieren auch. Ja. Auch unsere Sponsoren, die greifen uns natürlich auch tagtäglich unter die Arme teilweise. Und die organisiert auch die Munition für uns. Ah, okay. Also hier gleich Frage, wer ist euer Sponsor, wenn der genannt werden möchte? Gerne. Zuerst möchte ich gerne sagen, danke an Lea, das ist meine Sponsorin, Ravens, Ravens Aloy. Herzlichen Dank an Sie auf jeden Fall und Sniper als Pirmasens. Das ist natürlich gut, wenn man auch Unterstützung hat. Und dann, eben so eine Struktur ist auch immer gut. Ja, wenn einer eben sagt, pass auf, das und das wird gemacht, das wird organisiert. So eine Teamkasse macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Klar, es kostet alles Geld, alleine wie du sagst, dahin zu kommen, Sprit und so weiter. Ja, da kommt natürlich einiges zusammen. Und Mengenverbrauchsgut und so weiter, Munition, ganz klar. Je nachdem, was man hier durchlässt. Ja, das kostet alles Kohle, ne? Aber macht natürlich auch mega Spaß. Ihr trainiert auch für diese Events, sagst du. Wie trainiert ihr denn jetzt gezielt, sage ich mal, für Events? Wie bereitet ihr euch vor? Wir organisieren uns meistens immer mit mehreren Teams dann und dass wir quasi dann mit 6 Mann gegen 18 Mann spielen zum Beispiel und dann üben wir verschiedene Szenarios wie Häuserkampf, CQB-Kampf machen wir teilweise, dann Long-Range-Kampf, also auf größere Distanzen, ca. 40 Meter. Oder im Wald. Im Wald ist meistens meiner Meinung nach das schwierigste Szenario, weil die Leute unstrukturiert durch die Gegend rumlaufen. Ja. Und wenn du als Team zusammenarbeiten willst, muss es einfach funktionieren. Das ist das A und O, es muss funktionieren, ganz genau, muss irgendwie strukturiert sein, sonst rennt jeder durch die Gegend wie so ein wilder Hühnerhaufen und dann funktioniert gar nichts. Wenn du da einen Erfahrenen dabei hast mit militärischem Background, der knipst dann einen nach dem anderen weg, dann heißt hier, Spiel, hier kannst du gleich wieder mitmachen, jetzt bist du aber erstmal raus, ganz genau. Ja, also Training, super, und wie ich jetzt rausgehört habe, sagt ihr gleich, nee, wir machen jetzt nicht hier 10 gegen 10, sondern wir machen es gleich Next Level. Richtig. Herausforderung. Das heißt hier, ihr tretet gegen die doppelte Stärke des Gegners sozusagen an. Richtig, wir wollen es halt mal wissen, auf jeden Fall. Ja, okay, der hat natürlich dann auch einen positiven Effekt im Training, sag ich mal, wenn man hier ein bisschen herausgefordert wird. Ja, mit überlegener Anzahl anzutreten ist dann schon ein bisschen leichter als, wie du sagst, wenn du jetzt hier nur die Hälfte vom Gegner bist. Ja, da musst du ein bisschen überlegen, was mache ich jetzt? Ja? Hier Sicherungsbereiche und so weiter. Da hast du natürlich viel weniger Kräfte, um dann eben hier ordentlich was abbilden zu können. Dementsprechend auch ein bisschen hier mit Hirn arbeiten. Ja, und nicht einfach nur Gewehr in die Richtung halten und dann losballern. Ne? Das ist ganz klar. Okay, ja, Training. Das heißt, gegen andere Teams macht ihr auch Training jetzt einfach mal nur für euch sozusagen, dass ihr sagt, ihr trefft euch jetzt hier mal an einem Tag, an einem Abend irgendwie nur mit eurem Team und macht dann Scheibenschießen zum Beispiel oder Parcours oder sonst irgendwas. Wir beteiligen uns auch sportlich im privaten Bereich. Also viele von uns gehen laufen, sind im Fitnessstudio teilweise, besuchen auch private Polizeiseminare in Hamburg. Und da kann man auch mal das Schießen üben, die Vorgehensweise. Ja. Und das ist halt, sage ich mal, unser Weg zum Erfolg. Ja, du hast schon angesprochen, Wald, CQB und so weiter. Gibt es irgendwelche Bereiche, wo du sagen würdest, das sind eure absoluten Stärken, wo sich keiner lieber mit euch anlegen sollte? Seid ihr Allrounder? Ich würde eher behaupten, wir machen teilweise auf Long Range. Long Range ist halt unser Bereich, darauf trainieren wir eher viel mehr. Ja. Häuserkampf sind wir auch ziemlich gut dabei.
Aber da hapert es auch ein bisschen an manchen Ecken auf jeden Fall. Wir haben neue Mitglieder bekommen, die kennen den Ablauf noch nicht ganz. Deswegen, die üben es halt immer tagtäglich auch so gesehen. Ja, du hast jetzt gesagt, neue Teammember. Wie sieht es denn hier aus? Sucht ihr eigentlich Verstärkung? Kann man bei euch noch mitmachen? Richtig, also wir suchen jederzeit Members. Hallo Leute, das ist ein Aufruf in die Kamera. Könnt ihr bitte mal zuhören? Die suchen jederzeit Members. Am besten halt aus dem Raum Saarland oder Pfalz. Ja. Alles, was in der Nähe ist. Und wie gesagt, wir suchen immer neue Talente halt auf jeden Fall. Gibt's? Die Spaß am Hobby haben auf jeden Fall. Die engagiert sind und halt dieses Hobby einfach leben. So wie wir. Ja, Jeden okay. Tag, wir sind wie gesagt, immer dabei. Wir versuchen jedes Mal unser Bestes zu geben auf dem Spielfeld. Zu zeigen, wer wir sind, Ja. was wir machen und warum wir das tun. Okay, das heißt also, wenn ich hier so huppi-fluppi, oh, ich hier zock mal mit am Wochenende und dann komme ich wieder in 3 Monaten und was weiß ich hier vielleicht und Jogginghose, ah nee, hier die Ausrüstung, die will ich gar nicht, dann sind die hier bei euch sowieso falsch am dann ist Platz. auch direkt die Probezeit vorbei. Ja, Also die Arbeit. Probezeit, was ist hier Probezeit bei euch? Wir haben bei uns ein Jahr Probezeit, dann Aha. haben die Member sich zu bewähren, was sie können. Ja, Und darauf achte ich halt mal speziell, wie verhalten sie sich mit den Leuten, auch im Privatleben teilweise. ja, Ich möchte keinen im Team haben, der arbeitslos ist, der finanzielle Probleme hat, eine Drogensucht hat. Wir achten auch wirklich sehr darauf, dass jeder ein regelmäßiges Einkommen hat. Einkommen, dass sie im Privatleben gut führen, dass sie keine Probleme haben. Auf dem Spielfeld muss es auch deswegen auch gut funktionieren. ja, okay. Also das heißt, hier gibt es durchaus ja, Aufnahmevoraussetzungen bei Richtig. euch. Also nicht nur jetzt, dass du sagst, die Gier ist hier entscheidend, ja, sondern eben auch ja, andere Voraussetzungen. Einfach das soziale Miteinander muss stimmen, Richtig. ja, muss gefestigt sein, ja, und so weiter. Ja, okay. Ja, darüber hinaus, wie gesagt, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, wenn man hier bei euch mitmachen möchte, was sind noch die Voraussetzungen? Mindestalter? Wir brauchen Leute, die mindestens 18 Jahre alt sind, weil die Events teilweise auch dann sagen, wir brauchen Leute, die 18 sind. Ja, Deswegen am besten halt mit Führerschein. genau. Abgeschlossene Ausbildung wäre immer am besten. Ja, Wir machen auch natürlich auch Ausnahmen, wenn jemand in der Ausbildung ist. Kein Ja. Problem, aber wenn wir merken, der Ehrgeiz ist da, der Ja. Wille ist da, dann drücken wir natürlich ein Auge zu. Und darum haben wir halt diese ein Jahr Probezeit. und wie sieht es eigentlich mit Support für neue Members bei euch aus? Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich bin jetzt in der Ausbildung, ich habe jetzt noch nicht die Kohle, es kostet ja alles richtig Kohle. Unterstützt ihr da, sage ich mal, eure neuen Teammembers, wenn jemand mal reinschnuppern möchte, habt ihr quasi Leihequipment, Leihausrüstung? Drückt ihr ein Auge zu, wenn jemand sagt, pass auf, ich kann mir jetzt nicht die Originalhose, den Originalträger leisten, es muss am Anfang einfach mal der Nachbau sein, wäre das dann auch für euch in Ordnung? Das Habt wäre ihr auch- Leihwaffen für die ja, neuen Teammember sozusagen, wenn jemand da neu beginnen möchte? Genau, also wir haben, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, pass auf, ich habe das Geld jetzt gerade nicht, Ja. kannst du was vorstrecken oder ich hätte gerne mal so einen Tag, wo ich da reinschauen kann in den Bereich. Natürlich habe ich alles daheim doppelt und dreifach, ich kann auch alles Okay. stellen. Ja, bei mir stapelt sich auch alles schon im Keller. Die Kisten sind voll und denkst du, oh Gott, was machst du eigentlich damit? Wegschmeißen willst du aber Nee, auch nicht. sowieso nicht. Ja, das sowieso nicht, ja. Gut, also das heißt, du hast auch alles, so wie Richtig. ich und jeder andere auch, doppelt und dreifach. Und da bist du bereit, quasi dann auch das zur Verfügung mal zu stellen. Richtig. Das sind die Voraussetzungen, um bei euch überhaupt mitmischen zu dürfen, mitmischen zu können. Ja, gibt es dann noch andere Voraussetzungen? Sprich, woran ich jetzt gezielt denke, wäre zum Beispiel ein Aufnahmetest. Gibt es da sowas bei euch? Wenn ich jetzt mein Jahr Probezeit zum Beispiel absolviert habe, muss ich dann auch noch hier mit dem Fallschirm abspringen aus 10.000 Metern. Nein, also du brauchst keinen Halo-Jump zu machen, kein Problem. Aber wir haben halt eine Feuertaufe. Das ist dann quasi, der Neuling spielt einmal gegen die besten Members in uns. Ja, Einmal mal die Runde 1 gegen 1 und 2 gegen 1. ja, Und dann hat er soll er zeigen, was er gelernt hat in den einem Jahr. ja. Packt er es, kommt er weiter, wenn nicht, fällt er durch. Und wenn er es geschafft hat, kommt er einmal zu unseren Sponsoren und dann darf er sich einmal ordentlich abschießen mit uns. Oh. Abschießen mit, nee, hier. Sowohl als auch. Aha, okay, da muss ja ordentlich gefeiert werden. Richtig. Jawohl, genau. Für jeden Member haben wir auch mal eine größere Feier natürlich. Es gibt auch unsere Aufnahmerituale, wie die Krone zum Beispiel, wo er dann mitführen darf und auch dann den nächsten weitergeben darf. Das ist einfach so eine Tradition. Ja. Wir haben auch bei unseren Sponsoren die Krüge gehabt, unsere Namen da drauf. Ah, okay. Natürlich kriegen die Member auch einen eigenen Krug dann Wow, zugeteilt. okay. Also das klingt ja echt spannend. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich würde sagen, ein bisschen was lassen wir im Nebel. Wenn ihr die Jungs hier kennenlernt, dann befragt die mal, was ihr da genau macht. Ja, das klingt für mich jetzt ziemlich spannend. Ich werde es später wissen. Wenn die Kamera aus ist, frage ich hier mal genauer nach. Ja, aber wir müssen hier ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, sage ich mal. Kein Problem. So, jetzt möchte ich hier mitmachen. Also ich nicht. Ich wohne hier nicht in der Gegend. Ich bin hier 5 Stunden angereist. Aber du wohnst vielleicht hier in der Gegend und möchtest jetzt zu dem Team Kontakt aufnehmen, möchtest hier mitmachen. Dann ist jetzt meine Frage, wie kann ich das tun? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
Gerne über Instagram einfach anschreiben jederzeit. Wir haben Snapchat, wir haben Facebook. Ja. Auf Visitenkarten von uns ist auch meine WhatsApp-Nummer hinterlegt. Gerne anschreiben. Ja. Hey, ich bin der und der, würde gerne mitspielen, habt ihr Zeit. Also euer Insta-Kanal wird hier in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr in Kontakt treten wollt, dann schaut in die Beschreibung und dann findet ihr hier die Jungs bei Insta zum Beispiel. Schreibt ihr einfach an. Ja, und dann werdet ihr weitersehen, ja? Ob es eben passt oder eben nicht. Ich zähle auf euch. Genau, er zählt auf euch. Die suchen Member, ja? Die suchen Member. Womit ich eigentlich jetzt auch schon zu meinem letzten Punkt meiner sehr langen litanalen Fragen komme, und zwar, was sind eigentlich eure Ziele, Zukunftspläne und so weiter? Und da würde ich sagen, machen wir hier die Überleitung gleich, denn wir reden ja gerade schon drüber. Du hast gesagt, ein Fahrzeug, ein Sprinter. Jetzt möchte ich aber mehr noch über diesen Sprinter wissen. Kommt da ein Kaliber 50 drauf? Wenn es legal wäre, würde ich es tun. Doch nicht ein echtes Kaliber 50. Für die Events wäre es okay. Für die ersten Events natürlich. Okay. Weil wir wollen halt auch für die Fahrzeuge auf die Tschernobyl fahren zum Beispiel und es halt auch benutzen. Wir haben schon gesehen, dass es andere Leute tun, also warum sollten wir es auch nicht tun? Nee, ist ja mega. Einfach mit dem Fahrzeug, so ein Teamfahrzeug. Dann hier links und rechts ein MG raus, oben natürlich noch ein MG auflafettiert. Ja, und dann noch irgendwas Wildes, ein Räumschild zum Beispiel vorne. Habt ihr sonst noch Pläne? Wie sieht's aus mit Teamerweiterung? Hast du gesagt, ihr sucht immer wieder neue Members. Richtig. Da nochmal die Frage, wann ist eigentlich Schluss? Ihr seid aktuell 8 Teammembers. Genau. Wann ist da Schluss bei euch? Je mehr wir sind, eigentlich umso besser. Ich wünsche mir eigentlich immer sehr, dass viele Leute unser Patch tragen können und auch diese Philosophie, die ich vermitteln tue, weitergeben kann. Okay. Weil irgendwann ist ja auch meine Zeit abgelaufen als Airsoft-Spieler und dann möchte ich einfach nur weitergeben. Na gut, wenn deine Zeit abgelaufen ist wegen körperlichen Gebrechen, dann steigst du in den Panzer und fährst auf dem Feld nur rum, ja? Richtig. Wenn ich den Schlüssel hier finde, Leute, dann seht ihr mich heute noch übers Feld heizen mit dem Teil. Zu gut einfach, zu gut. Sonst noch irgendwelche Projekte geplant? Möchtet ihr vielleicht ein eigenes Feld mal aufmachen oder sonst irgendwas? Eigenes Feld wäre eigentlich immer ein Traum von uns gewesen. Meins auch. Meins Traum. Find erstmal eins. Das ist das Problem meistens. Find erstmal eins, das stimmt. Und dann, gut, du hast ja gesagt, es ist hier nicht weit. Ihr habt hier ein mega Feld einfach zur Verfügung. Richtig. Warum soll man dann eigentlich noch ein eigenes aufmachen? Doch, wir wollen ein eigenes Feld. Ich auch. Eine eigene Halle will ich haben, ja. Aber klar, das ist natürlich alles mit Kosten verbunden und so weiter und so fort. So, womit wir am Ende angekommen sind. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei euch zu Gast sein durften, respektive dürfen. Vielen Dank, war echt super klasse, euch kennenzulernen. Leute, ihr kennt hier jetzt das Team auch schon etwas genauer. Wenn ihr aus der Gegend kommt, wie du sagst, aus dem Bereich Saarland, Rheinland-Pfalz, Umfeld, dann ja, schreibt doch einfach mal die Jungs an. Vielleicht ist auch noch ein Plätzchen für euch frei. Ja, dann nochmal an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Danke an euch wieder mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Wenn nicht, nee, das sage ich jetzt nicht. Na, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Flacco. Ciao.